Oh hey, es ist schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Videospiel auf diesem Channel reviewt habe, oder etwa nicht? Ja, Random, du bist etwa ein schrecklichster Reviewer, wenn es um Videospiele geht. Ah, danke dir, klein Timmy. Anyway, ihr habt den Titel gelesen. Heute reden wir mal über ein unerwartetes Sequel, den fünften 2D-Metroid-Teil, aka Metroid Dread. Was ich so sehr an diesem Game liebe, Dinge, die mich vielleicht ein wenig stören oder beziehungsweise andere stören können und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Wie immer, hierbei das ist nur meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst sie mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Aber anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir mal los mit dem Video. Und beginnen wir doch mal mit der Story. Mit Dread setzt mal direkt an die Ereignisse des vierten Teils aka Fusion fort. So erfährt die Galaktische Föderation, dass der X-Parasit, der zuerst mal angedacht worden ist als vernichtet von Samus Aran, anscheinend doch nicht vernichtet worden ist. Und so muss sich die Galaktische Föderation erstmal auseinandersetzen, was sie etwa dagegen tun sollen. Statt Soldaten zu senden sie etwa Roboter, diese aber schnell in die falsche Schiene gehen und sie etwa die Connection zu diesen Robotern verlieren. Und so wird Samus Aran reingeschickt, um mit diesen ganzen Mess in einer Mission zu dealen. Und das ist die grobe Story dieses Games. Eine sehr simple, aber auch effektive Story für so ein Metroid-Spiel. Eine Sache, die ich etwa wirklich groß anloben kann, beziehungsweise bemerken kann, wäre dabei der Fakt, dass man mit Dread wirklich direkt stark ein direktes Sequel auf eben den vierten Teil aka Fusion raufspielt. Was ein wenig überraschend ist, aber eine nette Überraschung ist, meiner Meinung nach. Und springen wir doch mal direkt in das fleißige Spiel. Das Gameplay. Ein Spiel stirbt und lebt mit seinem Gameplay. Und Dreads Gameplay kann überzeugen. Dabei ist es etwa keine wirklich große Unterscheidung vom typischen Metroid-Gameplay, was wir aus den 2D-Teilen kennen. Falls ihr irgendeinen diesen 2D-Teilen gespielt habt, vor allem wenn es um Fusion oder Zero Mission geht, dann wisst ihr eigentlich grob genau, was euch erwartet mit dem Gameplay in Dread. Denn Dread setzt diese Gameplay-Art und Weise ganz gut fort. Und ist auch einfach wirklich überzeugend, was man etwa mit dem Gameplay hier macht. Es ist spaßig, es steuert sich gut, auch wenn ich etwa nicht der größte Fan bin von den Joy-Cons bei der Nintendo Switch, aber zugegeben, das ist eine Sache an der Konsole als solches, statt wirklich an dem Game, aber dann auch erwähnenswert zu erwähnen. Das Gameplay spielt sich einfach wirklich gut. Die Movesets von Samus sind spaßig, das Rumrollen, das Rumrennen, die Blasting-Momente, alles drum und dran, funktioniert einfach wirklich gut. Die Bosskämpfe sind etwa manchmal Hit und Miss für mich. Viele können sehr stark überzeugen, viele sind sehr spaßig, andere haben mich ein wenig, säufen lassen. Und das ist auch eine Sache, die ich etwa ansprechen wollte, die mir persönlich etwa wenig Probleme gegeben hat, aber ich etwa immer mal wieder im Diskurs zu diesem Spiel gesehen habe. Der Schwierigkeitsgrad ist schon relativ schwierig. Selbst für mich, ein Metroid-Veteran, war dieses Spiel an manchen Stellen ein wenig frustrierend. Nicht im negativen Sinne frustrierend, sondern eher mehr im oh Mann, das ist auch ein wenig nervig, diese Passage. Ich denke nicht, dass es etwas störend ist oder etwa ein Flaw ist. Ganz im Gegenteil, Schwierigkeitsgrade wie diese hier sind sehr spaßig und können eine schöne Challenge aufbieten in solchen Spielen. Vor allem, wenn es um ein Metroid-Spiel geht, die manchmal knifflig sein können, aber zugegeben, Dread ist definitiv auf der großen Spitze, wenn es um schwierige Metroid-Spiele geht, meiner Meinung nach zumindest. Das ist eine Sache, wo ich sehen kann, dass manche vielleicht ein Problem damit haben können. Ich persönlich eher weniger so, was ich aber am allerhöchsten loben kann an diesem Spiel, denn auch wenn es jetzt etwa wirklich gut spielt und einfach spaßig ist als Spiel als solches, ist die Präsentation. Metroid-Spiele sind immer was Besonderes meiner Meinung nach, wenn es um ihre Präsentation geht. Mal sehen wir sich etwa Fusion an, Zero Mission oder auch natürlich den sehr beliebten, kultigen Super Metroid. All diese Spiele haben etwa was Besonderes mit ihrer Präsentation, sei es nun die Grafik, sei es nun das Visuelle, sei es nun das Game Design und die Level Designs. Und Dread setzt auch diese Tradition relativ gut fort. Die Musik in Dread untermauert die Atmosphäre und das Gefühl, die Präsenz, die man mit diesem Spiel hat, unglaublich gut. Generell, Metroid-Musik ist eigentlich wirklich überzeugend. Es gibt selten etwa ein Metroid-Spiel, wo mich etwa die Musik nicht zumindest ein wenig lächeln lässt oder was Gutes zu sich hat. Dread ist da definitiv keine Ausnahme und ist auch einfach ein gutes Beispiel dafür, wie Musik ein Game enhancen kann und auch ein besonderes Etwas dazu geben kann. Die Grafik hier ist eine sehr gelungene. Zwar würde ich nicht behaupten, dass es das bestaussehende Switch-Spiel aller Zeiten ist, aber es ist definitiv auf einer der besseren Arten, wenn es um die Nintendo Exclusives geht. Visuell ist das Spiel wirklich
sprachvoll und hat auch ein schönes klaustrophobisches Feeling zu sich. Ich mochte es vor allem, und es ist auch eine kleine Spoiler-Alarm, nichts Großes, nur ein minimaler Spoiler, dass man über das Spiel mehr oder weniger das Setting ein wenig verändert hat, wenn es um die Farbgebung geht. Die ersten Level sind relativ mit kühleren, kalteren Farben ausgeprägt, während die späteren Levels mehr vibrant, mehr farbenfroher sind. Was ich etwa einen netten Touch fand und relativ gelungen etwa hier fand. Generell, Metroid Dread ist für mich ein sehr überzeugendes Sequel. Zwar kann es manchmal ein bisschen frustrierend sein und einen zum Aufsäufen bringen, egal ob man Veteran ist, vor allem wenn man ein Newcomer ist, wenn es um Metroid geht, aber am Ende des Tages bin ich wirklich einfach nur begeistert von diesem Spiel. Klar mussten wir fast über 2 Dekaden warten für den neuen Metroid-Teil und klar entwickelt dieser neue Teil die Formel der 2D-Metroid-Teile nicht wirklich relativ neu. Das Allerneueste ist vermutlich etwa die Grafik, die dieses Mal etwa nicht Pixar-Art ist, sondern etwa in 3D ist, was eine nette Wendung ist. Aber zugegeben, die Formel muss man etwa für diesen Teil auch nicht etwa neu entwickeln. Die Formel ist eine Formel, die schon seit langer Zeit existiert, aber auch eine wirklich spaßige, gute, unterhaltsame Formel ist für so eine Sorte an Game. Und Dread delivert hier einfach nur, wenn es darum geht. Das Spiel hat auch schöne kleine Neuheiten zu sich, jetzt nicht allzu viele und ich werde es auch nicht etwa als einen der revolutionärsten Metroid-Teile ansehen, aber als solches funktioniert das Spiel für mich einfach nur. Einer meiner Favoriten, wenn es um Nintendo Switch-Spiele geht und auch einer meiner Favoriten, wenn es um Nintendo Exclusive Spiele geht. Überzeugend, ich bin Fan davon. Aber anyway, mich wird nun eure Meinung hier interessieren. Wie steht ihr zu Metroid Dread? Habt ihr jemals ein anderes dieser Metroid-Spiele gespielt? Und wenn ja, was ist euer Favorit? Lasst mich all dies und mehr in den Kommentaren wissen. Aber bis dahin, wir sehen uns, bis wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye!